Viele Menschen haben Angst, dass KI irgendwann ihre Arbeit ersetzt. Aber vielleicht ist die eigentliche Gefahr eine ganz andere. Dass wir KI nutzen, ohne Daten wirklich zu verstehen. Willkommen zu Smart Data Stories. Im Moment sprechen alle über KI-Kompetenz und AI-Literacy. Gleichzeitig taucht plötzlich auch wieder ein Begriff auf, Data Literacy. Aber warum wird das Thema gerade jetzt wieder so wichtig? Und warum zeigt gerade KI, wie wichtig menschliches Denken weiterhin bleibt? Heute wollen Conny und ich uns darüber unterhalten. Hallo Conny. Hallo Vero. Schön, dass du da bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Vielleicht starten wir ganz einfach. Conny, was bedeutet Data Literacy heute eigentlich überhaupt? Und warum wird das Thema gerade durch KI wieder so relevant? Das ist eine sehr gute Frage, Vero. Grundsätzlich müssen wir mal unterscheiden, wie hat sich der Begriff Data Literacy von 10 Jahren zu heute entwickelt. Data Literacy war eher, ich brauche Daten, ich brauche ein Dashboard, ich brauche eine Auswertung. Das ist das, für was man Data Literacy ausgebildet hat. Jetzt geht es um mehr. Jetzt geht es plötzlich darum, ich muss auch meine Daten verstehen. Ich muss wissen, welche Entscheidungen, dass die reinfließen. Ich muss verstehen, was ist Datenqualität und ich muss daher verstehen, wie kann ich mit meinen Daten umgehen. Und was hat das mit den KI zu tun? Ja, gute Frage. KI, ich bin eigentlich dankbar, dass es KI gibt, denn KI hat uns plötzlich etwas gebracht, nämlich das Denken über Datenqualität. Das war immer ein sehr mühsamer Prozess, weil jeder wollte Auswertungen, hat aber die Datenqualität vergessen und nicht verstanden, warum die Auswertungen falsch sind. KI ist perfekt, weil KI sehr schnell Informationen aufbaut, sehr schnell alles richtig darstellt und so weiter. Aber wenn ihr schlechte Datenqualität habt, dann sind auch die Aufbereitungen, klingt zwar cool und genial, aber wenn man darüber nachdenkt, ist das gar nicht so richtig. Okay, das heißt, dass was KI kann, was KI ergibt, kann plausibel klingen, aber kann nicht richtig sein. So ist es. Das ist die größte Gefahr. Und Achtung, es wird so genial dargestellt, dass selbst ein falsches Ergebnis richtig klingt. Also es liegt jetzt an uns, an den Menschen, zu unterscheiden, ob die Informationen, die ich bekomme, auch richtig sind. Wir müssen hinterfragen lernen. Und damit wir das überhaupt evaluieren können, müssen wir auf unsere Daten zurückgehen und schauen, was sagen eigentlich unsere Daten? Sind die Ergebnisse wirklich richtig, die aus unseren Daten kommen? Und dafür brauchen wir Data Literacy. Kann sein, dass wir heutzutage uns zu viel auf die Technologie verlassen haben? Das ist immer ein Problem. Ja, Problem ist immer, kaufen wir irgendwo ein Tool, kaufen wir irgendwo eine Lösung, kaufen wir irgendwas. Ja, und schon glauben wir, dass wir unsere Arbeit getan haben. Ja, in Wirklichkeit müssen wir uns schon um die Dinge einmal umschauen, die wir dafür brauchen, nämlich die Prozesse anschauen, die Daten anschauen, die Qualitäten anschauen. Wir müssen den Content und die Semantik rauslernen. Und damit uns das überhaupt bewusst ist, brauchen wir auch eine Ausbildung. Und das ist dann klassisch Data Literacy. Schon. Die Menschen müssen Daten verstehen. Das ist richtig. Wenn sie nicht ihre Daten verstehen, nicht wissen, wie sie für ihre Prozesse benötigt werden oder wie wichtig sie für ihr Unternehmen sind, dann wird auch unser KI ein cooles Ergebnis liefern, aber sagen wir so, wir werden nicht viel mit dem Ergebnis anfangen können. Im Moment sprechen alle über KI-Literacy oder KI-Kompetenz. Wie hängt das eigentlich mit Data Literacy zusammen, Conny? Grundsätzlich sollte man sich einmal die beiden Begriffe anschauen. Also es geht beides einmal um Literacy. Literacy ist eigentlich die Fähigkeit, dass Menschen etwas erlernen, erkennen. Damit ist Data Literacy die Fähigkeit, mit Daten zu arbeiten und AI Literacy die Fähigkeit, mit AI zu arbeiten. Heißt das, dass KI-Kompetenz oder AI-Literacy bedeutet wie sinnvoll KI nutzt? Ja, also grundsätzlich genau um das geht's. Aber das Ganze hat ein Problem, nachdem es eigentlich nur darum geht, wie sinnvoll man AI oder KI nutzt, heißt es, dass ich mir um die Rahmenbedingungen nicht umschaue, nämlich eigentlich um meine Daten. Der muss ja mit was arbeiten. Damit reden wir eigentlich über Tool und Prompting und nicht eigentlich über Contents und Informationen, die ich verarbeiten möchte, damit ich dann auch ordentliche Ergebnisentscheidungen und Definitionen bekommen.
du hast so zwei Sachen, die für mich wichtig sind. So, du hast gesagt, dass die Daten sind so die Zutaten für KI oder dass wie KI arbeitet, braucht Daten. So eigentlich KI braucht Daten, also die Daten sind einfach die Grundlage fürs Genau. KI. Das ist unser Problem, was wir haben mit AI-Literacy, dass wir zwar mit AI-Literacy sagen, okay, es gibt gewisses Rahmenwerk, wie gehen wir mit KIs um, was bedeutet es und so weiter. Und wir auch natürlich immer unter dem Druck sind, hey, da haben wir etwas, was schnell Ergebnisse bringt und liefert und ich habe keine lange Vorarbeitungszeit mehr. Aber wir beschäftigen ja in AI-Literacy eigentlich nicht über den Kontext, So, über die Information. Okay, so das heißt, KI-Literacy oder KI-Kompetenz bleibt eher oberflächlich, was wirklich wie KI arbeitet. Genau, und das ist eigentlich das, um was es geht. Eigentlich gehört beides zusammen. Ja? Literacy sollte Literacy heißen und nicht Datenliteracy oder AI-Literacy. Sondern Literacy heißt, ich muss das gemeinsam angehen und anschauen. Macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Klar macht es Sinn, die KI richtig anzuwenden und zu wissen, was ist gefährlich, was muss ich tun und so weiter. Und natürlich hat das Ganze einen technischen Impact, einen ganz großen. Aber wenn die beiden nicht gemeinsam betrachtet werden, dann werde ich auch mit meiner AI oder KI-Initiative nicht erfolgreich sein. Conny, viele Menschen vertrauen KI-Ergebnisse inzwischen sehr schnell. Einfach, weil sie überzeugt wirken. Braucht es gerade weshalb mehr Datenkompetenz und kritisches Denken? Ja, kritisches Denken ist mit einer KI ganz, ganz entscheidend. Wir wissen, die KIs bereiten uns die Ergebnisse perfekt vor. Es ist wirklich wunderschön zuzuschauen, welche Ergebnisse man bekommt, auch mit Interpretationen, Unterstrichen und so weiter, dass das hat und man glaubt, okay, das kann jetzt einfach nehmen. Von schnellen Hinschauen klingt ja auch so, wie wenn es wirklich schlüssig wäre. Nur wenn man es dann tatsächlich überlegt, was das im Hintergrund bedeutet, kommt man drauf, dass das vielleicht gar nicht das ist, was man erreichen möchte. Und das ist das, was es wichtig darum ist, klarerweise kritisches Denken ein ganz wichtiger Punkt. Kann Datenkompetenz an dieser Stelle helfen, kritisches Denken zu entwickeln? Ja, grundsätzlich, es unterstützt sicher kritisches Denken, denn ganz einfach, wenn ich mich über meinen Job auskenne, wenn ich mir mein Unternehmen auskenne, wenn ich weiß, welche Ziele das hat, aber natürlich, welche Daten ich zur Verfügung habe, weil die Daten ist ja die Interpretation meines Arbeitens, dann habe ich natürlich schon die Möglichkeit zu erkennen, was der schreibt, ob das jetzt die richtige Variante ist oder die falsche Variante. Falsch ist es ja nicht, was er schreibt, nur die Interpretation lässt ihn Spielraum, ermöglicht Spielraum, damit jemand vielleicht in die falsche Richtung dann argumentiert bzw. arbeitet. Aber grundsätzlich muss man sagen, kritisches Denken, also weil das habe ich oft so das Gefühl, dass das passiert, ist jetzt nicht die Bremse für KI. So ist ja, das nicht, habe ich auch gehört, ja. Sondern kritisches Denken ist für die KI total wichtig. Denn wenn ich der KI sage, wie es richtig wäre, dann kann er ja auch richtig interpretieren. Wenn ich ihm Spielraum lasse und ihm gar nicht sage, in welchem Spielraum dass er sich bewegt, dann wird es im Endeffekt schwierig. Ja? Aber das ist genau unsere Geschichte, dass darum auch wiederum Data Literacy und auch KI Literacy ganz ein wichtiger Punkt ist. So, ich nehme mit dann von deiner Antwort, dass kritisches Denken ist eine Voraussetzung fürs KI-Nutzen. Sinnvoll. Grundsätzlich neigen wir ja dazu, durch KIs eigentlich gar nicht mehr kritisch zu denken. Und egal in welcher Lebensphase wir uns Menschen gerade befunden haben, ob wir gerade in einer Höhle waren, ob wir gerade Römer waren oder ob wir im Mittelalter waren, kritisches Denken ist die Grundvoraussetzung des menschlichen Daseins und lasst es uns nicht aufgeben, weil es praktisch AI gibt. Conny, viele haben Angst, dass KI irgendwann Menschen ersetzt. Aber braucht es vielleicht gerade während KI mehr menschliche Fähigkeiten wie Kontextverständnis, Verantwortung und kritisches Hinterfragen? Sehr gute Frage, Vera. Grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, es geht allen darum, Menschen zu ersetzen. Also es geht darum, zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Produktionsstraße und jetzt haben wir nicht einmal noch jemanden, der die Roboter überwacht, sondern einen Roboter, der die Roboter überwacht. Ja?
Um das geht es aber in diesem Falle gar nicht, sondern es geht in dem Falle doch darum, uns zu unterstützen, dass wir die Arbeit besser machen können und die AI uns hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Das sollte doch die Grundlage der Entscheidungen sein oder der Frage sein. Mhm. Ich habe oft das schon gehört, dass KI viel für uns machen kann, aber KI in Wirklichkeit nicht den Kontext automatisch erkennen. Was heißt das genau? Stellen wir sich einfach eine Rechenmaschine vor. Ja? Du tippst ein, 3 plus 2 ist 5. Ja? Das ist das, was die KI perfekt kann. Die KI kann ganz einfach eine Fragestellung verbinden mit einem Ergebnis. Also es heißt, es geht hier um Musterkennung, es geht hier um Prozesse zu erkennen, es geht hier dann das ordentlich zu interpretieren in einem fachlichen Kontext, damit ich auch verstehe, was das Ergebnis ist. Bei 3 plus 2 ist 5, weiß ich nicht, sind es 5 Eier oder 5 Fußbälle. Ja, also das ist dann den Kontext, den sie dazu versucht und wir es zu verstehen versuchen. Wir Menschen haben aber etwas, was die KI nicht versteht und wenig, also in aktuellen Fällen noch gar nicht möglich ist, dass man es anwenden kann. Wir haben Ethik, wir haben Kultur, wir haben menschliches Denken, wir haben menschliche Emotionen. Das sind Dinge, die KIs in den Entscheidungen ja mitverarbeiten müsste. Natürlich gibt es schon erste Ansätze, es gibt schon Emotional KIs und so weiter, das ist schon klar. Aber dass das dann drinnen ist, wird schwierig. Das heißt, das ist das, was wir liefern müssen. Wir müssen dieses Rundum-Set liefern. Das ist eben meistens in Form von Daten und Informationen. Und aus diesem Rundum-Set macht die KI dann Informationen, Entscheidungsinterpretation. Wir sehen auch da in die internationale Frameworks Richtung Daten und KI in diese Richtung auch denken, so wie DAMA und dann anderen. Ich sehe das genauso. Aber vielleicht eine letzte Zusammenfassung für alle, die uns gerade sehen. Wie schaut die Zukunft aus? Ich glaube, dass die Zukunft interessanterweise gar nicht so schwierig sein wird, dass diese vielen Rechenmodelle, die KIs anwenden, Deep Learning und ähnliche Strategien umsetzbar sind. Ja, aber wenn wir zurzeit Millionen von Rechenzentren benötigen, damit der KI-Abfrage anscheinend funktioniert, das ist schon klar. Es geht eigentlich um was anderes. Es geht darum, dass wir den Menschen lernen, viel mehr in Entscheidungen zu hinterfragen. Ja? Unsere Ethik, unsere Moral in diese KI-Dinge mit reinzubekommen, damit es auch ein ordentliches Zusammenwirken wird. Das heißt, wir müssen mehr geschult werden in Form von Ethik, in Form von Fachwissen, in Form von Daten, in Form von Prozessen, in Form, wie gehen wir mit unserer Arbeit um. Wir bekommen ja auch die Zeit jetzt, das zu tun, ja, weil ja die eher operativen Dinge uns die KI abnimmt. Und wenn wir das in das investieren, dann werden wir sehr effizient und erfolgreich unsere Ergebnisse liefern können. Und das könnte unsere Zukunft sein. Data Literacy war lange ein Thema, das viele eher bei Spezialisten und Spezialisten gesehen haben. Durch KI wird jetzt deutlich, warum Datenkompetenz plötzlich für fast alle wichtig wird. Denn KI sinnvoll zu nutzen heißt nicht, Technologie blind zu vertrauen. Es heißt, Ergebnisse einordnen zu können, sie zu verstehen, sie kritisch zu hinterfragen und sie verantwortungsvoll einzusetzen. Danke fürs Zuschauen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie wichtig sind Data Literacy und KI-Kompetenzen in eurem Unternehmen heute schon. Bis zum nächsten Mal und mögen die Daten mit euch sein. Mögen die Daten mit euch sein und vor allem mit dir, Vera. Auch mit dir.